Noch vor ein paar Jahren war das hier die Hymne der Millennials, die sich oft dafür selbst abgefeiert haben, rund um die Uhr zu arbeiten. Jetzt fühlen dieselben Leute eher diesen Song von Beyoncé, die davon singt, am besten den Job, der einen fertig macht, direkt zu kündigen. Damn, und wenn das Beyoncé sagt, dann I'm out of here. Okay. Just kidding, I need this job. Ich wollte schon Feierabend machen. Aktuell wird sehr viel darüber diskutiert, wie lange und wie oft wir eigentlich so arbeiten sollen. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Unternehmen, die andere, oft kürzere Arbeitswochen ausprobieren. Und auf der anderen Seite sprechen wir hier in Deutschland eher von einer 42-Stunden-Woche. Gleichzeitig gibt es seit der Pandemie eine richtige Welle an Leuten, die ihren Job freiwillig kündigen. Hier auf YouTube gab es vor allem im englischsprachigen Raum viele Videos von Leuten, die gesagt haben, Arbeit? Ich träume gar nicht von Arbeit. Und man weiß, spätestens wenn man den Spruch auf ein T-Shirt drucken kann, sollte man mal anschauen, was da los ist. Hat Kim Kardashian also wirklich recht? Ein Satz, den du so vorher auch noch nicht gesagt hast, vermutlich. It seems like nobody wants to work these days. Ist das, was wir da gerade erleben, vielleicht sogar das Ende der Hustle Culture? Und weil euch das Thema auch interessiert hat, wollte ich mir das Ganze mal genauer anschauen. Wir haben viel zu besprechen, also let's go. Klar ist, so ganz ohne Arbeit würde unser Leben natürlich nicht funktionieren. Die Art der Arbeit und auch die Bedeutung verändern sich aber ständig. Bevor es losgeht, ein riesiger Disclaimer. Da es unendlich viele unterschiedliche Arten von Jobs gibt, wird das, was wir sagen, nicht auf alle zu 100% zutreffen. Und auch weil die Einstellung zur Arbeit eine total individuelle ist, natürlich auch nicht. Aber es gibt Tendenzen und Trends und Zahlen, an denen man eine Veränderung sehen kann, und um die soll es hier gehen. Zuallererst müssen wir klären, wie sich die Art und Dauer der Arbeit in den letzten Jahren so verändert hat. Beziehungsweise in unserem Fall, wieso sie sich irgendwann nicht mehr wirklich verändert hat. Zu vorindustriellen Zeiten waren die Arbeitsabläufe in der Landwirtschaft an das Tageslicht gekoppelt. Wenn man was sehen konnte, hat man gearbeitet, wenn nicht, dann nicht. Dann kam die Industrialisierung, die in Deutschland ca. 1840 begonnen hat. Als immer mehr Fabriken, Dampfmaschinen, die Eisenbahn entstanden sind, gab es einen riesigen Umbruch. Je mehr Arbeit die Maschinen übernommen haben, umso weniger Arbeit blieb für die Menschen in den Fabriken übrig. Die Bevölkerung ist gewachsen, es gab mehr Arbeitende als freie Stellen. Das wurde von den Fabrikbesitzern ausgenutzt und deswegen gab es niedrigen Lohn. Die Menschen waren also total abhängig von den Fabriken und 14 bis 16 Arbeitsstunden an 6 Tagen die Woche waren nicht außergewöhnlich. Wer krank war, hat einfach keinen Lohn bekommen und man konnte jederzeit entlassen werden. Ach so, und das galt übrigens auch für Kinder, weil die damals auch gearbeitet haben. Seitdem ist einiges passiert. Durch Gewerkschaften und Proteste haben sich die Arbeitenden im Laufe der nächsten Jahrzehnte schützende Rechte und bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen können. Aber eins ist auch heute noch geblieben: das Ziel, möglichst viel, möglichst günstig zu produzieren. Deswegen kaufen wir uns ja immer noch Zeug aus Ländern, die viel zu niedrigen Lohn bezahlen und ihre ArbeiterInnen ausbeuten. Das Problem also, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen verlagert. Kapitalismus. Also stark vereinfacht jetzt, aber im Prinzip besitzen im Kapitalismus einige wenige Menschen die Unternehmen und somit das Kapital. Was sie damit machen, können sie selbst bestimmen. Sie bieten aber das an, wonach der Markt gerade fragt. Und wenn man sich mal anschaut, wie das in der Vergangenheit war, dann ging die Arbeitszeit seit 1870 tendenziell immer weiter runter. 1900 gab es den 10-Stunden-Arbeitstag an 6 Tagen. Anfang der 50er hat man dann noch 50 Stunden in der Woche gearbeitet. Und von den Gewerkschaften gab es zu diesen Zeiten die Kampagne Samstags gehört Fatih mir, weil sie eine Arbeitszeitverkürzung wollten. Dann kam die 40-Stunden-Woche in den 60ern und konnte sich nach einer Weile etablieren. Und die letzten großen Kämpfe gab es dann in den 80ern. Gewerkschaften versuchten, die 35-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit durchzusetzen. Das hat nur in wenigen Branchen funktioniert. Das heißt, seit den 80er Jahren ist an der Arbeitszeit quasi nichts passiert. Und das, obwohl wir eigentlich einen großen technischen Fortschritt gemacht haben seitdem. Dann müssten wir ja theoretisch auch produktiver sein und mehr leisten, oder? Tatsächlich ist das aber nicht ganz der Fall. Uns geht's vielleicht besser, aber unsere Wirtschaftsleistung merkt von unserer Effizienz eher wenig. Die Arbeitsproduktivität pro Erwerbstätigen ist über die letzten 20 Jahre trotz Digitalisierung nicht so sehr gestiegen, wie man es erwartet hätte. Forscher rätseln noch, woran das liegen könnte. Und sie haben dem Phänomen den Namen Produktivitätsparadoxon gegeben. Wie produktiv man übrigens wirklich in 8 Stunden sein kann, dazu komme ich später nochmal. Aber Fakt ist, wir arbeiten vielleicht nicht weniger, dafür aber aktuell flexibler. Und immer mehr Menschen hinterfragen das klassische Arbeitsmodell und träumen von immer mehr Freizeit oder sagen sogar, Traumjob, ich träume gar nicht von Arbeit.
Vor ungefähr einem Jahr sind hier auf YouTube einige Videos von jungen Menschen aufgetaucht mit Titeln wie „Ich habe keinen Traumjob", „Ich träume nicht von Arbeit" und „Ich will eigentlich gar keine Karriere". Hä? Leute, wo ist die Hustle-Culture-Mentalität hin? Egal wie müde ich bin, ich werde mich zwingen, immer weiter durchzuhasseln. Wochenende, ich bin am Hasseln. Ferien, ich bin am Hasseln. Während andere schlafen, bin ich immer noch am Hustle. In diesen Videos erzählen sie davon, wie sie in ihren gut bezahlten, aber sehr stressigen Jobs total unglücklich waren. Sie erzählen davon, dass sie das Wochenende brauchen, um auf ihr Leben wieder klarzukommen, stellen sich die große Frage, leben wir wirklich nur, um zu arbeiten, oder sollten wir nicht viel lieber arbeiten, um zu leben? Und wollen normalisieren, dass man nicht zwingend eine großartige Karriere hat, die linear verläuft, sondern dass auch mal Lücken entstehen können und die völlig okay sind. Sie bleiben aber alle relativ vage in dem, wie sie oder der Rest es da rausschaffen kann. Sie reden zum Teil vom passiven Einkommen, finanzieller Unabhängigkeit oder davon, dass der Job nicht dafür da ist, dass man ihn liebt, sondern eher um Geld zu verdienen, dass man sich also sein Leben leisten kann. Fokus auf Leben, nicht auf Arbeiten. Das hat ganz schön viele Leute in den Kommentaren dazu gebracht, mal darüber nachzudenken, was man eigentlich so von seiner Arbeit will. Die Leute schreiben unter den Videos, dass sie finanziell stabil sein möchten und trotzdem ein Leben haben möchten, dass sie keine Lust mehr haben, so hart für so wenig zu arbeiten, dass man auch außerhalb der Karriere, zum Beispiel in Beziehungen, ambitioniert sein kann, freuen sich über den Denkanstoß und möchten ab jetzt ihr Leben selbst in die Hand nehmen und hassen es, dass unsere Gesellschaft unsere Identität anhand von unserem Job definiert. Und it's true. Also wenn man jemanden kennenlernt, dann ist oft die allererste Frage, was machst du eigentlich so beruflich? Ihr habt uns ja auch verraten, wie ihr zu dem Thema steht. Dazu komme ich aber am Schluss nochmal. Aber weil viele von Ihnen in den Videos auch darüber reden, dass sie am liebsten ihren YouTube-Kanal Fulltime machen möchten, statt in einem Unternehmen zu arbeiten, kritisieren das auch einige in den Kommentaren. Mit diesen Gedanken stehen sie alle repräsentativ nicht mal mehr nur für die Gen Z, zu der es sowieso schon unendlich viele Memes gibt, weil man sagt, dass sie mehr Wert auf Freizeit als auf Arbeit legen. Du, ich habe morgen ein Tinder-Date, habe ich ganz vergessen. Ich habe auch gar keinen Bock zu arbeiten. Ich brauche einfach einen Me-Day. Ist das in Ordnung? Sondern mittlerweile auch für die Millennials, die bisher im Vergleich eher als die ambitionierten Workaholics beschrieben wurden. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. Es gibt mehrere Studien und Umfragen, die ziemlich eindeutig sagen, die Lust am Arbeiten von beiden Generationen wird immer weniger und das aus vielen unterschiedlichen Gründen. Und in einer weltweiten Umfrage der Personalvermittlung Randstad haben ungefähr 40% der 18- bis 24-Jährigen gesagt, dass sie lieber arbeitslos statt unglücklich in ihrem Job wären. Die Folge, viele derjenigen, die so ein Video gemacht haben, haben dann auch tatsächlich ihren Job gekündigt und damit waren sie lange nicht alleine. In den USA gab es 2021 ein Phänomen, das man heute als die Great Resignation bezeichnet. Das ist eine wirtschaftliche Entwicklung, die beschreibt, dass so viele Menschen wie noch nie seit Erfassung ihre Jobs gekündigt haben und das nicht gezwungenermaßen, wie während der Pandemie, sondern komplett freiwillig. Die Rede ist von über 47 Millionen AmerikanerInnen, die allein im Jahr 21 gekündigt haben und der Trend hält auch in diesem Jahr weiter an. Nicht nur, aber vor allem die Bereiche Gesundheitswesen, Freizeit, Gaststättengewerbe, aber auch der Einzelhandel scheinen stark betroffen zu sein. Das sind generell eher die Niedriglohnbranchen, bei denen es jetzt mehr Stellen als Arbeitende gibt. Die Gründe, warum so viele Menschen ihre Jobs aufgegeben haben, sind extrem vielseitig. Da kann man sich zum Beispiel mal durch den Subreddit Anti-Work scrollen. Das Forum gibt es zwar schon seit 2013, ist aber aktuell so beliebt wie noch nie. Während es im Oktober noch 180.000 Leute gab, die Mitglied waren, sind es heute 2 Millionen. Abgevotete Posts zeigen, dass viele AmerikanerInnen keine Lust mehr haben auf ungerechte Behandlung am Arbeitsplatz, schlimme Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung und mehrere Jobs auf einmal, während ihre ChefInnen immer reicher werden. Eine Umfrage des Pew Research Centers hat hier auch nochmal aufgeschlüsselt, dass die Top-Gründe für die Kündigung die schlechte Bezahlung, keine Möglichkeiten zum Aufstieg und respektloses Verhalten am Arbeitsplatz waren. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, na gut, das ist Amerika, die haben ja einen anderen Arbeitsmarkt als wir, immerhin gibt es da diese Hire-and-Fire-Politik, Leute haben weniger Schutz, Rechte oder Mindestlohn als wir. Aber tatsächlich könnte die Resignationswelle auch zu uns nach Deutschland rüberschwappen. Und nicht nur das, die Bereitschaft, den Job zu wechseln, ist aktuell in Deutschland sogar höher als in den USA. Das ergab eine Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Gallup. Seit 2001 erfassen sie jährlich in einer umfangreichen Studie die Arbeitsplatzqualität und für diese wurden im November und Dezember 2021 insgesamt 1500 volljährige ArbeitnehmerInnen befragt. Herauskam, dass die emotionale Bindung zu den Unternehmen ziemlich gering ist. Von 100 Beschäftigten haben 69 eine geringe und 14 sogar gar keine emotionale Bindung. Die innere Kündigung kostet Unternehmen Milliarden. Während der Recherche bin ich übrigens immer wieder über diesen Begriff gestolpert. Das ist, wenn man im Job nur noch das Nötigste arbeitet, also man will seine Stellung behalten, deswegen kündigt man nicht, aber man arbeitet nicht mehr über ein minimal erforderliches Maß hinaus. All the shine of thousands.
genau darüber haben in letzter Zeit immer mehr Leute hier auf YouTube gesprochen. Scheint also immer verbreiteter zu sein. Hey, sorry, dass ich jetzt noch komme, aber ich habe die Berichte fertiggestellt und morgen ist ja Deadline, deswegen könntest du die bitte noch einpflegen, das wäre wirklich super. Dankeschön. Moment. Sorry, ich habe leider gar keine Lust und außerdem Feierabend. Also dann, bye! Aber die Berichte? Vor allem Berichte einpflegen. Man pflegt Berichte ein, oder? Ja, in manchen Branchen. Bestimmt. Außerdem nimmt die Bereitschaft, den Job zu wechseln, zu. Nur noch 60% der Befragten wollen in einem Jahr bei ihrer aktuellen Firma sein. Noch deutlicher wird es bei der Aussage, ich beabsichtige in 3 Jahren noch bei meiner Firma zu sein. Da stimmen nur noch 44% zu. Das heißt, aktuell sind so viele wie nie aktiv auf Jobsuche. Zum Vergleich, 2020 waren es 6%, ein Jahr später waren es 14%. Das heißt, man fragt sich schon, ob es die Kündigungswelle bald auch hier in Deutschland geben wird. Und tatsächlich sind das erste Mal prozentual gesehen aktuell mehr Menschen aktiv auf Jobsuche in Deutschland als in den USA. Da schauen sich zwar mehr Leute um, sind aber nicht aktiv auf Suche. Ein Grund dafür könnte sein, dass immer mehr Leute das Gefühl haben, innerlich ausgebrannt zu sein. Und ein Wert, der darauf deutet, dass auch hierzulande der Stellenwert von Arbeit sinkt, ist der hier. Im Falle einer finanziellen Unabhängigkeit würden knapp 40% der Befragten sofort aufhören zu arbeiten. Vor 6 Jahren waren es nur 24%, die kündigen würden, wenn sie nicht auf das Geld angewiesen wären. Und jetzt fragt man sich natürlich, und jetzt, was könnte die Lösung sein und welche unterschiedlichen Arbeitsmodelle machen für wen wie Sinn? Es gibt mittlerweile viele verschiedene Möglichkeiten, die von diesem starren, ich arbeite 40 Stunden an 5 Tagen die Woche, 8 Stunden pro Tag, das alles in Anwesenheit im Büro, abweichen und Beweise dafür, dass das gut so ist. Mit die lauteste Forderung ist, dass der 8-Stunden-Arbeitstag abgeschafft wird, weil es Hinweise gibt, dass die meisten gar nicht 8 Stunden lang produktiv sind. Shocking. Ich würde nur sagen, falls meine Chefs zuschauen, ich natürlich schon. Eine Umfrage unter knapp 2000 britischen Büroangestellten hat ergeben, dass sie insgesamt nicht mal ganz 3 Stunden lang wirklich am Tag arbeiten. Den Rest sind sie abgelenkt durch zum Beispiel Social Media, Nachrichten lesen, mit KollegInnen im Büro sprechen, Essen und Trinken machen oder sogar der Suche nach dem neuen Job. Essen und Trinken machen vor allem. Also Entschuldigung, aber was macht man denn für Essen während der Arbeit? Man geht in die Küche. Büroangestellte? Ja, die haben vielleicht eine Küche. Die sind nicht wie bei uns. Die haben eine richtige Küche. Ganz abgesehen davon, dass der 8-Stunden-Tag noch aus einer Zeit kommt, in der es normal war, dass der Mann das Geld nach Hause brachte und die Frau sich unbezahlt um die Kinder und den Haushalt kümmerte. Ein 8-Stunden-Tag passt einfach nicht mehr zu den heutigen Lebensverhältnissen. Was also, wenn beide Elternteile insgesamt eine kürzere Arbeitszeit hätten? Dann könnte man sich das ganze Jahr fairer aufteilen, oder? Das hat Island in 2 groß angelegten Experimenten für 4 Jahre lang ausprobiert und die 4-Tage-Woche mit 35 oder 36 Stunden getestet und für sehr gut befunden. Die Bezahlung ist gleich geblieben, das Wohlbefinden ist gestiegen, sie haben effizienter gearbeitet und so die Produktivität beibehalten oder sogar verbessert. Dafür hatten sie dann mehr Freizeit. Und es gibt immer mehr Unternehmen, klein und groß, die da mitmachen und zufrieden sind mit ihren flexiblen Arbeitszeiten. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Arbeitszeit verkürzt, aber die Dinge nicht weniger werden, muss man mehr Zeug in weniger Zeit erledigen. Der Druck wird also gleichzeitig größer. Trotzdem gibt es noch weitere Gründe, die eher dafür sprechen. Zum Beispiel gesundheitliche. Der Stress geht runter, der Schlaf wird besser, die Gesundheit auch, weil man mehr Zeit für Sport hat und so auch weniger Krankheitstage und weniger Arbeitsunfälle durch unkonzentriertes Arbeiten hat. Da bei einigen Modellen auch weniger Arbeit gleich weniger Lohn ist, könnte es sich so positiv auch auf die Umwelt auswirken. Denn in mehreren Untersuchungen heißt es, mehr Arbeitsstunden treiben auch den Energieverbrauch und den Konsum in die Höhe. Je mehr Wohlstand, desto mehr klimaschädliche Emissionen. Größere Wohnungen, Häuser, Autos, luxuriöse Reisen und damit auch der persönliche Fußabdruck. Also eigentlich alles solide Gründe, oder? Naja, es gibt nämlich auf jeden Fall auch Testphasen, die gescheitert sind. Ende 2016 lief ein Pilotprojekt in einem Altenheim in Göteborg in Schweden. 2 Jahre lang arbeiteten die PflegeassistentInnen nur noch 6 Stunden pro Tag bei vollem Gehalt. Die Ergebnisse waren zuerst ziemlich vielversprechend. Die Mitarbeitenden haben sich besser gefühlt, hatten weniger Stress, waren motivierter und seltener krank und sie hatten mehr Zeit für die BewohnerInnen. Das einzige Problem war leider nur, es war viel zu teuer. Durch die verkürzten Arbeitszeiten mussten mehr Menschen eingestellt werden, um trotzdem die Betreuung gewährleisten zu können. Der Testlauf wurde also nicht verlängert. In Berufen, bei denen es also eher um die Anwesenheit geht, ist das schwieriger umzusetzen, wenn man den gleichen Lohn beibehalten möchte. Und auch aus der Zeit, in der ich selbstständig gearbeitet habe, weiß ich auch noch, da nimmt man gerne mal einen Auftrag mehr an, arbeitet oft bzw. regelmäßig auch länger, man weiß ja manchmal gar nicht, wann so der nächste Job kommt und nimmt gerne alles mit, was geht. Funktioniert also definitiv nicht für alle. Um zum Schluss nochmal auf Kims Aussage einzugehen. Get your fucking ass up and work.
Es ist nicht so, dass die Leute überhaupt nicht mehr arbeiten wollen. Sie wollen vor allem anders arbeiten. Neben kürzeren Arbeitstagen gibt es in der Theorie immer mehr Möglichkeiten, die Arbeit flexibler zu gestalten, wenn das Unternehmen und die Art der Arbeit es hergeben. Von Jobsharing-Modellen, in dem sich 2 Leute eine Stelle teilen und so trotzdem Karriere machen können, über Remote-Arbeit, die die meisten Leute, bei denen es möglich ist, selbst nach der Pandemie nicht komplett missen möchten, wie eine weltweite Umfrage in 44 Ländern gezeigt hat. 63% der Befragten möchten gerne einen Mix aus Homeoffice und Präsenz beibehalten und erwarten, dass ihr Arbeitgeber das auch ermöglichen wird. Wenn ihr damit cool seid und das gerne macht, dann vollkommen okay, aber die Vorstellung, dass man morgens ins Büro geht, der Arbeitstag beginnt, 8 Stunden später mit dem Verlassen der Firma endet, ist ziemlich veraltet. Das haben übrigens auch schon die Wirtschaftsweisen im Jahr 2017 gesagt. Sie erstellen jährlich ein Gutachten für die Bundesregierung und sagen, dass flexiblere Arbeitszeiten für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen wichtig sind. Und wenn die Unternehmen und Menschen in den Führungspositionen nicht darauf reagieren, sondern eher den hier machen. Die Generation Z sind zwar nette Kids, aber als Arbeitnehmer eine absolute Katastrophe. Die wollen Apple-Geräte, gesundes Essen und Work-Life-Balance. Nichts geleistet, aber nur Forderungen. Dann ist die Frage, wie lange das dann noch gut gehen wird. Vielleicht habt ihr ja auch schon vom Fachkräftemangel mitbekommen, wenn nicht am Flughafen, dann in den Nachrichten. Immer mehr Stellen bleiben in vielen Branchen unbesetzt. Es trifft mittlerweile nicht mehr nur Branchen wie das Handwerk oder die Pflege, sondern viele andere Jobsparten auch. Auch wenn es von Bundesland zu Bundesland variiert, fehlt es an Personal in der Justiz, an Schulen, in der IT, dem Gastgewerbe und vielen, vielen anderen Branchen. Da spielen aktuell einige Dinge zusammen. Der demografische Wandel, dass bald die Boomer-Generation den Arbeitsmarkt komplett verlassen hat, aber nicht mehr so viele Leute nachkommen. Aber auch, weil immer weniger junge Menschen eine Ausbildung machen und es weniger AbsolventInnen in einigen Studiengängen wie Medizin oder Jura gibt. Das gepaart mit einer Verschiebung der Werte, einer Pandemie und dem Ukraine-Krieg wird dazu führen, dass es in nächster Zeit sich auch nicht wirklich ändern wird. All diese Branchen werden sich verändern müssen. Die Lebenserhaltungskosten steigen, die Löhne nicht. Die Great Resignation gepaart mit dem Fachkräftemangel haben die Machtverhältnisse im Job ziemlich verändert, weil es mehr offene Stellen als Arbeitskräfte gibt. Das heißt, viele Unternehmen müssen ihre Herangehensweise beim Werben, aber auch beim Halten um Nachwuchstalente überdenken, ob sie wollen oder nicht. Und die wollen laut der weltweiten Umfrage von PwC vor allem eine angemessene Bezahlung, aber auch einen erfüllenden Job, in dem sie selbst sein können. Das muss aber ja nicht auf alle zutreffen, wie wir in diesem Video gemerkt haben. Also nicht jede Person hat einen Traumjob oder sieht ihre Erfüllung in ihrem Job. Deswegen haben wir euch bei uns auf dem Kanal hier auch mal gefragt, wie das eigentlich bei euch so aussieht. Und ihr hattet auf jeden Fall eine ziemlich starke Meinung zu. Zum Beispiel, dass sich in der Arbeit aufzuopfern nicht wirklich auszahlt und ihr mehr von Familie und im Freundeskreis zurückbekommt. Aber auch, dass spätestens, wenn es gesundheitlich umschlägt, die Reißleine gezogen werden muss. Vor allem, wenn man dann KollegInnen sieht, die sich keinen Stress machen und genauso ihr Geld bekommen. Deswegen haben auch einige von euch klar gesagt, das Privatleben ist euch wichtiger als der Job und dass ihr euch nicht über die Arbeit definiert. Ich habe aber schon auch ein paar gefunden, die einen Traumjob haben, darauf hinarbeiten oder ihre Erfüllung darin sehen. Und einige, die eine gesunde Balance für wichtig halten. Und ich muss sagen, als ich checken wollte, was uns denn eigentlich wirklich glücklich macht, wie viel Freizeit, wie viel Arbeit, habe ich viel Unterschiedliches gefunden. In einer Studie kam zum Beispiel raus, dass wir im Prinzip 2 bis 5 Stunden Freizeit pro Tag brauchen, um zufrieden zu sein und die dann auch mit FreundInnen und Hobbys füllen sollten. In anderen Studien wurde untersucht, dass uns vor allem die echten und tiefen Bindungen zu anderen Menschen glücklich machen oder dass uns eine Mischung aus Gesundheit, Partnerschaft, Familie und ausreichend Geld glücklich machen. Ich glaube, ein richtig oder falsch gibt es bei dem Thema nicht wirklich. Es gibt auch nicht nur die eine Work-Life-Balance, es gibt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die das Leben mit Sinn und Glück füllen. Das klingt vielleicht cheesy, aber es ist wahr. Deswegen lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie das bei euch aussieht. Also seid ihr Team Leben um zu arbeiten oder Arbeiten um zu leben? Habt ihr vielleicht irgendein außergewöhnliches Arbeitsmodell oder hat sich das bei euch in letzter Zeit verändert? Ich merke schon, dass sich das bei mir auf jeden Fall beginnt, so ein bisschen zu verändern. Also obwohl ich schon immer Team Traumjob war und immer noch bin und in der Hustle-Culture groß geworden bin, von klein auf eingetrichtert bekommen habe, dream big und work hard und eigentlich noch nie eine Sache nachgehen konnte, hinter der ich nicht zu 100% stehen kann, merke ich schon auch, was Dauerstrom mit mir machen kann und dass ohne Gesundheit und ein Privatleben auch der Traumjob nicht so mega viel wert ist. Ich finde es auf jeden Fall super spannend zu sehen, wie sich nicht nur die Wertevorstellungen, sondern auch die Dynamiken verändert haben und immer mehr Leute hinterfragen, warum sie das machen, was sie machen und welche Modelle gar nicht mehr so richtig zeitgemäß sind und was ihnen wirklich für ihre Arbeit zustehen sollte. Wenn ihr das auch spannend fandet, dann gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben und checkt mal ganz kurz, ob ihr unseren Kanal abonniert habt, weil auch das würde mich natürlich super glücklich machen. Hier kommt ihr zu anderen Videos zu diesem Thema und ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder. Bye!